Rubius Hagrid wurde von Hogwarts verwiesen, weil ihm der Tod von Myrtle Warren angelastet wurde. Mittlerweile weiß man ja, dass das Tom Riddle mit dem Basilisken war und nicht Hagrid mit Aragog. Hagrid ist also unschuldig, yay! Hat er denn nicht eigentlich ein Recht darauf, die verpasste Schulbildung nachzuholen? Ich finde die Vorstellung schön gerecht und beruhigt. Nach dem Zweiten Zaubererkrieg ist ja McGonagall Schulleiterin und stellt euch vor, die gibt Hagrid eine zweite Chance in Hogwarts. Nicht als Wildhüter, sondern als Schüler. Und Hagrid bekommt einen richtigen Brief von einer Eule und Harry geht mit ihm einkaufen in der Winkelgasse, so wie Hagrid damals mit ihm gegangen ist. Und er muss nicht mehr seinen ollen pinken Regenschirm benutzen, sondern bekommt bei Ollivander einen eigenen neuen Zauberstab. Und dann sitzt er da in seiner ersten Unterrichtsstunde seit Ewigkeiten und freut sich wie ein Honigkuchenpferd, während alle anderen Erstklässler sich skeptisch und verängstigt auf den Bänken klein machen, weil sie nicht so recht kapieren, was da los ist, dass dieser 2,50 große, bärtige Mann mit ihnen die Schulbank drückt und nicht aufhören kann, überglücklich zu grinsen. Was glaubt ihr, bei wem Hagrid seine erste Unterrichtsstunde hat? Bei McGonagall selber? In Verwandlung? Dann kann er irgendwann noch Dudley in ein ganzes Schwein verwandeln. Ich finde ja hier, die Größenverhältnisse sind mir super gelungen in dem Bild. Die buschigen Haare und der riesige Bart machen es nochmal besser. Ich habe ihm übrigens den pinken Schirm behalten lassen. Ich fand den Gedanken ganz süß, dass er sich nicht so schnell von ihm trennen kann, weil das immerhin jahrzehntelang das letzte Stück war, was ihm von seinem Zaubererdasein geblieben ist. Und weil es auch eine Erinnerung an Dumbledore ist. Das glaube ich zumindest. Also, dass in dem Schirm die Teile von seinem Zauberstab drin sind, das ist ja offensichtlich, aber ich glaube, es ist auch nur logisch, dass Dumbledore es war, der ihm die Bruchstücke in den Schirm gepackt hat und dafür gesorgt hat, dass sie noch oder wieder funktionsfähig sind. Und Hagrid hat immer zu Dumbledore aufgesehen und ihn bewundert und war ihm auch für so vieles dankbar. Dumbledore hat so viel für ihn getan. Großartiger Mann, Dumbledore. Großartiger Mann. Jedenfalls wollte ich deshalb den Regenschirm und den neuen Zauberstab so gleichwertig beieinander haben, symbolisch für die Vergangenheit und die Zukunft. Also ich habe hier am Anfang beim Kolorieren ein bisschen Mist gebaut, aber ich dachte, ich schneide es trotzdem nicht raus, weil aus Fehlern lernt man. Ich versuche immer mal wieder ein bisschen realistischer zu zeichnen und diese cartoonhaften schwarzen Outlines wegzulassen. Aber irgendwie klappt das noch nicht so ganz, deshalb, seht ihr ja, habe ich mich dann doch umentschieden, auf die Art zu malen, wie ich es schon besser kann. Klar, Übung muss sein, aber ich möchte ja trotzdem, dass was Anständiges bei rauskommt. Wegen den Hausfarben war ich mir am Anfang ein bisschen unsicher. Ich habe hier Hagrid mal in Gryffindor gesteckt, weil er damals als Junge in Gryffindor war, zumindest laut Pottermore. Ich glaube, in den Büchern wird das nie gesagt. Ich finde, er würde gut nach Hufflepuff passen. Aber glaubt ihr, wenn er in Hogwarts nochmal ganz von vorne anfängt in der 1. Klasse, wird er dann auch nochmal in ein neues Haus eingeteilt? Ich habe mich aber nicht nur wegen Pottermore für Gryffindor entschieden, sondern auch, weil die Farben visuell einfach am besten reinpassen. Ich wollte so eine warme, herzliche Stimmung schaffen, sowas Motivierendes. Und die Farben erinnern mich auch an den Spätsommer, Herbstanfang, so die Zeit, wo die Schule in Hogwarts beginnt. Deshalb habe ich genau diese Farben gewählt und da hat Gryffindor mir ganz gut in den Kram gepasst. Diesmal war ich übrigens so schlau, die verschiedenen Tiefen im Bild direkt auf getrennten Ebenen anzulegen. So kann ich später dann die Köpfe, die ganz vorne sind, sehr blurren und die mittlere Reihe nur ein bisschen. Ich habe auch die Ebenen alle in Smart-Objekte und darauf erst den Weichzeichner, weil dann kann man den im Nachhinein noch anpassen. Immer nicht destruktiv arbeiten. Ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, die ich über Photoshop gelernt habe. Es ist ja gerade der Vorteil im Gegensatz zum analogen Zeichnen. Da kannst du nicht mal eben Steuerung Z oder die Ebene ausblenden. Passiert euch das eigentlich auch manchmal, dass ihr was auf dem Papier zeichnet oder schreibt und eure Hand zwischendurch kurz diese Bewegung macht, um die Tastenkombination zum Speichern zu drücken? Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen dumm. So, wir haben es gleich geschafft. Ich habe ganz zum Schluss die Farben und Lichter noch angepasst, ein bisschen Sonnenstrahlen und Staub in die Luft und fertig ist Hagrids erste Unterrichtsstunde. Ich freue mich so für ihn. Ihr könnt euch jetzt links noch ein anderes Speedout-Video anschauen, wenn ihr wissen wollt, was definitiv der beste Patronus überhaupt ist. Und rechts gibt es irgendwas, von dem der Algorithmus meint, dass es euch gefallen könnte. Hoffentlich tut's das. Viel Spaß! Oh, und vergesst nicht, mir zu sagen, in welchem Hogwarts-Haus ihr seid. Ihr könnt ja mal raten, welches meins ist.